3 Menschen, 3 Leben, eine Sprache, Deutsch. Erlebe Jans YouTube-Alltag, eine stressige Studentenwoche und das Werkstattleben von Sarah. Hör aktiv zu, verstehe den Alltag in Deutschland und lerne ganz nebenbei neue Wörter. Story 1. Ein Tag in Jans Leben, der YouTube-Alltag. Hi Leute, ich bin Jan und ihr wisst ja, ich bin Videoblogger. Tja, und ständig fragen mich meine Zuschauer, Jan, sag mal, wie sieht dein Leben eigentlich aus? Ist das nicht total chillig? Ganz ehrlich, die meisten denken, ich sitze nur zu Hause rum, mache coole Videos und das Geld kommt von allein. Pustekuchen, das ist leider ein totaler Irrtum. Mein Job ist anstrengend, aber ich liebe ihn trotzdem. Ich liebe meinen Job, weil ich meine eigenen Ideen habe und weil ich mir meine Arbeitszeit selbst aussuchen kann. Aber genau das ist auch eine riesige Falle. Ich brauche wirklich eine super Organisation und Disziplin. Ohne einen ganz genauen Plan würde ich es nie schaffen, pünktlich jeden Freitag ein neues Video hochzuladen. Das wäre echt peinlich. Mein Tag startet meistens so gegen 9 Uhr. Der erste Punkt? Die Community. Ich checke meine E-Mails und lese die Kommentare. Wisst ihr, der Kontakt zu euch ist das A und O. Wenn ihr mir Feedback gebt, weiß ich, was gerade angesagt ist. Der stressigste Teil ist die Vorbereitung. Bevor ich überhaupt die Kamera anmache, muss ich wissen, was ich eigentlich sagen will. Ich schreibe Konzepte und recherchiere stundenlang. Manchmal sitze ich nur da und warte auf die geniale Idee. Ich schreibe alles sofort in mein Notizbuch, damit ich bloß nichts vergesse. Wenn das Konzept steht, geht's an die Technik. Als Blogger muss man echt Ahnung haben von Kameras, Mikrofonen und Licht. Ich habe eine Menge Geld für mein Equipment ausgegeben, damit die Qualität stimmt. Ich meine, wer will schon ein dunkles Video mit schlechtem Ton sehen? Weil ich alles alleine mache, spare ich zwar eine Stange Geld, aber ich muss auch alles können. Dann kommt das Drehen. Ich suche mir immer einen ruhigen Ort. Stellt euch vor, ich filme gerade und plötzlich fängt der Nachbar an, Rasen zu mähen. Katastrophe. Ich muss die Szene oft wiederholen, bis ich sage, okay, das ist es. Manchmal ist es zum Verrücktwerden, aber es muss perfekt sein. Nachdem ich gefilmt habe, beginnt der Schnitt. Das ist der Teil, der am meisten nervt, aber auch entscheidet. Ich sitze stundenlang am PC in meinem Schnittprogramm. Ich schneide Pausen raus, füge Grafiken ein. Manchmal denke ich, oh nein, schon wieder ein Schnittfehler. Das muss ich dann korrigieren. Ich muss auch die Musik auswählen. Bevor ich die Musik benutze, muss ich gucken, ob die Lizenz okay ist, damit ich keinen Ärger mit dem Urheberrecht bekomme. Wenn das Video fertig ist, lade ich es hoch. Das ist aber nicht das Ende. Ich muss einen krassen Titel und eine gute Beschreibung schreiben. Und die Tags, die sind super wichtig, damit die Leute mein Video bei der Suche finden. Nachdem ich alles gecheckt habe, mache ich Werbung auf Instagram und anderen ähnlichen sozialen Netzwerken, um neue Zuschauer zu bekommen. Klar, es gibt auch die Schattenseiten. Leider gibt es immer Leute, die meckern müssen. Die Hater. Die schreiben manchmal echt fiese Kommentare. Früher hat mich das total fertig gemacht. Aber heute weiß ich, Erfolg ist ohne Kritik fast unmöglich. Wenn die Kritik sinnvoll ist, bin ich sogar dankbar. Das hilft mir, besser zu werden. Zusammengefasst, mein Job ist mega Stress, aber auch super Spaß. Ich bin Autor, Techniker, Marketing-Experte und Schauspieler in einer Person.
Aber gerade weil es so abwechslungsreich ist, wird es nie langweilig. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen coolen Einblick bekommen. Und ihr? Was ist der nervigste Teil an eurem Job? Schreibt es mir in die Kommentare. Macht's gut, euer Jan. Story 2. Eine typische Studentenwoche. Hallo zusammen! Ich bin Laura, 22 Jahre alt und studiere Geschichte an der Uni in Köln. Wisst ihr, viele Leute fragen mich, wie meine typische Woche so ablaufen soll. Also, passt auf! Ich gebe euch mal einen kleinen, aber ehrlichen Einblick in mein Studentenleben. Montag ist mein Lernpuffertag. Ich habe zum Glück keine Vorlesungen, keine Seminare, einfach Ruhe. Das ist echt Gold wert, besonders weil die Woche in Deutschland ja am Montag richtig losgeht. Trotzdem bleibe ich nicht den ganzen Tag faul im Bett. Am Vormittag wiederhole ich fleißig das, was ich in der letzten Woche gelernt habe. Ich lese meine Notizen durch und versuche, kleine Zusammenfassungen zu schreiben. Das hilft mir, damit ich alles besser behalte. Gegen Mittag treffe ich mich oft mit meinen besten Freundinnen. Wenn das Wetter mitspielt, sitzen wir im Park, trinken einen Kaffee und reden über alles Mögliche. Uniklatsch, die neuesten Filme oder einfach nur das Leben. Wenn es regnet, ist das auch kein Problem. Dann bleiben wir in meiner WG und spielen Karten oder Brettspiele. Das macht echt Spaß und ist eine super Ablenkung vom ständigen Lernen. Dienstag bis Donnerstag. Nur Uni. Von Dienstag bis Donnerstag stecke ich voll im Uni-Alltag. Meine erste Veranstaltung beginnt meistens schon um Punkt 8 Uhr morgens. Ich sage euch, das ist viel zu früh und ohne meinen Kaffee würde ich wahrscheinlich einschlafen. Wir hören spannende Vorträge, diskutieren über komplizierte historische Themen und arbeiten in kleinen Gruppen. Manchmal diskutieren wir so lange, dass die Zeit schneller vergeht, als man denkt. Der Unterricht geht oft bis 5 Uhr nachmittags. Danach bin ich ehrlich gesagt ziemlich müde. Meistens fahre ich nach Hause, koche etwas Einfaches, am liebsten Nudeln oder eine Suppe und schaue eine Serie. Wenn ich dann wieder etwas Energie habe, lerne ich noch 1 oder 2 Stunden am Abend. Freitag! Mein Highlight der Woche! Freitags ist mein absoluter Lieblingstag, denn da haben wir praktischen Unterricht im Stadtmuseum. Das ist echt toll. Wir dürfen alte Dokumente anschauen, über die Ausstellungen sprechen und lernen, wie man Geschichte für Besucher spannend präsentieren kann. Dort merke ich immer wieder, warum ich dieses Fach überhaupt studiere, weil Geschichte nicht nur in Büchern steht, sondern lebendig ist. Samstag, die Schreibnachtschicht. Am Samstag steht dann die Pflicht an. Hausaufgaben, große Projekte und lange Texte schreiben. Ich verbringe oft 6 bis 7 Stunden am Schreibtisch. Ich mag das Schreiben eigentlich, aber manchmal ist es auch richtig anstrengend. Wenn ich fertig bin, belohne ich mich immer, entweder mit einer großen Pizza oder mit einem langen Spaziergang durch die Stadt. Sonntag. Endlich frei! Sonntags versuche ich, gar nichts für die Uni zu machen. Ich lese Bücher, die mich persönlich interessieren, keine Fachliteratur. Manchmal gehe ich joggen oder treffe mich mit meinen Freundinnen zum Yoga im Park. Das ist mein sportlicher Ausgleich nach einer langen Lernwoche. So sieht meine typische Studentenwoche aus. Ein bisschen Stress, viel Lernen, aber auch viel Spaß und Freiheit. Und ihr so? Wie sieht eure Woche aus? Studiert ihr auch oder arbeitet ihr schon? Schreibt mir in die Kommentare. Bis bald, eure Laura. Story 3. Mein Leben als Automechanikerin. Sarahs Alltag. Hallo zusammen!
Ich heiße Sarah. Ich bin 25 Jahre alt und arbeite als Automechanikerin in einer kleinen Werkstatt in Hamburg. Wisst ihr, viele Leute sind total überrascht, wenn sie hören, dass ich mit Autos arbeite. Echt? Eine Frau in der Werkstatt? Fragen sie dann? Ja, genau. Und ich liebe meinen Job. Ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen. Mein Tag beginnt super früh. Um 6 Uhr klingelt mein Wecker. Das ist hart, aber ich muss ja pünktlich sein. Ich stehe auf, mache mir einen starken Kaffee, ohne den geht nichts, und esse schnell ein Brötchen mit Käse. Dann ziehe ich meine Arbeitskleidung an, die blaue Hose, das T-Shirt mit dem Werkstattlogo und meine Sicherheitsschuhe. Ich muss mich beeilen, damit ich alles schaffe. Um 6:30 fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das dauert etwa 20 Minuten. Ich fahre immer mit dem Fahrrad, auch wenn es regnet. Ein eigenes Auto habe ich noch nicht, aber das ist mein großes Ziel. Um 7 Uhr beginnt meine Arbeit. Zuerst trinken wir mit den Kollegen zusammen einen Kaffee und besprechen, welche Autos heute dran sind und was wir machen müssen. Dann geht's los. Ich kontrolliere Motoren, wechsle Reifen, prüfe Bremsen oder mache Ölwechsel. Es gibt kleine Autos, große Autos, alte Klassiker und ganz neue Modelle. Jeden Tag sehe ich etwas anderes. Das gefällt mir am besten, weil es nie langweilig wird. Manchmal ist die Arbeit richtig anstrengend. Wenn ich lange unter einem Auto liege oder ein schweres Teil tragen muss, tun mir am Abend die Arme weh. Aber das gehört einfach dazu. Ich finde es toll, wenn ich am Ende des Tages sehe, dass ein kaputtes Auto wieder fährt, dank meiner Arbeit. Dann bin ich total stolz und glücklich. Mittags machen wir eine Pause. Ich esse meistens mein belegtes Brot, das ich von zu Hause mitgebracht habe, und rede mit den Kollegen. Die meisten sind Männer, aber alle sind nett und hilfsbereit. Wir lachen oft zusammen und hören Musik im Radio, während wir arbeiten. Das macht die Stimmung besser. Am Nachmittag gegen 4 Uhr bin ich fertig. Dann fahre ich wieder nach Hause. Auf dem Weg halte ich manchmal beim Supermarkt und kaufe ein paar Sachen fürs Abendessen. Ich koche gern, meistens etwas Einfaches wie Pasta oder Gemüse mit Reis. Nachdem ich gegessen habe, setze ich mich aufs Sofa und schaue Videos über Autos oder Werkstatttricks auf YouTube. Ich will immer mehr lernen und besser werden. Ich spare jeden Monat etwas Geld, weil ich mir in 1 bis 2 Jahren mein erstes eigenes Auto kaufen möchte. Ich träume von einem kleinen roten Auto. Nicht neu, aber zuverlässig. Wenn ich das geschafft habe, werde ich bestimmt jeden Morgen lächeln, wenn ich zur Arbeit fahre. Um 10 Uhr gehe ich meistens schlafen, denn um 6 klingelt ja wieder der Wecker. So sieht mein Leben aus. Manchmal stressig, oft schmutzig, aber immer spannend.